Der Mobilraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer unsicheren Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Pössl Enterprise, der sich nach vielen Arbeitsstunden Customizing von einem schnöden Kastenwagen entfernt hat und fremdes Zubehör für sich entdeckt. Unbekannte Lebensarten und mobile Zivilisation. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Camper zuvor gesehen hat. Wir sind ja nun eine fünfköpfige Familie und kommen aus der Welt der kleinen Reisebusse, also Stichwort Bulli, Viano und so weiter. Und es geht nun mit 5 Personen nicht mehr. Daher sind wir zu dieser Van-Lösung gekommen, wollten aber weiterhin gerne die 6 Meter einhalten und trotzdem mit 5 Personen komfortabel reisen. Und so sind wir letztendlich auf den Tuwin Vario gekommen, der ja von seinen Innenmaßen her außergewöhnlich groß ist durch das Hochdach und trotzdem die Außenmaße eines relativ überschaubaren Kastenwagens einhält. Bevor wir jetzt zu allen 100 Positionen kommen, die in der Summe dieses Auto 100.000 Euro wert machen, gucken wir uns vielleicht und teilen das ein bisschen in Abschnitte ein. Vielleicht zuerst mal zum Basisfahrzeug. Im zweiten Bauabschnitt das, was in Zelling bei Pössl gelaufen ist. Im dritten Bauabschnitt, was der Händler gemacht hat. Und dann gucken wir uns vielleicht noch an, was du als Captain Jean-Luc Picard zusätzlich noch an Ideen hast, die teilweise auch schon realisiert worden sind. Ja, sehr gerne. Ganz zum Schluss will ich natürlich noch wissen, was im Einzelnen hat welche Position gekostet und auch was an Gewicht bringt dieses Auto jetzt auf die Waage. Im ersten Bauabschnitt in Seville wurde das Grundfahrzeug Citroën 6 Meter Jumper mit 160 PS gefertigt. Weil aufgelastet mit Heavy-Chassis, TTLL, Nebelscheinwerfer, Unterfahrschutz, Einparkhilfe, elektrisch klappbare Spiegel, Spurhalteassistent. Trotzdem äußerlich eher dezent als auffällig. Ja, also sicherlich, man kann für eben so ein Auto als Fiat, dann auch noch mit Automatik, dann auch noch ergänzt mit 178 PS, mit schicken Alufelgen, vorne Skidplater dran. Ich glaube, ganz locker nochmal 6.000 Euro mehr ausgeben. Wo steckt denn jetzt eigentlich der Luxus in diesem Auto? In der zweiten Ausbaustufe im Pösslwerk in Zelling wurde dann Hochdach mit Bett oben aufgesetzt und als 4-Personen-Wohnmobil ausgebaut. Über den Standard hinaus, und da stecken dann auch natürlich Kosten drin, kam bei uns dort extra die Agouti-Sitzbank, die voll elektrische Schiebetür, der große ausdrehbare Tisch, eine elektrische Stufe, die Lautsprecher im Heck, CP+, Winterpaket samt Isolierheckmatten, die Dachluke Midi-Heki, Fenster im Dach oben und in den Hecktüren dazu. Und beim Kühlschrank und bei der Heizung war Pössl so flexibel, diese wegzulassen. Wenn ich das Ganze jetzt zusammenzähle, dann sind wir bei den Preisen von 63.000 Euro angelangt. Wir beide haben uns über Pössl online kennengelernt, weil knapp weitere 40.000 Euro erst bei den Umbauten und dann auch noch von dir ergänzt worden sind. Was waren jetzt deine Sonderwünsche in Richtung Heizung und Kühlung? Ja, es hat uns gestört, dass keine Dieselheizung ab Werk lieferbar war. Also haben wir uns eine Truma 6DE, also die große Dieselheizung von Truma mit Elektroanteil, einbauen lassen. Der Bauraum ist ähnlich. Es hat also in denselben Platz gepasst, in der zuvor die Gasheizung von Truma eingebaut werden sollte. Und über die iNet-Box kann man das alles sogar fernsteuern. Das passt alles zusammen und auch die Klimaanlage ist ja von Truma, sodass die auch mit eingebunden ist in die Fernsteuerung. Normalerweise ist der Kühlschrank hier eingebaut und dann gibt es noch einen zusätzlichen Schrank, der jetzt raus ist. Dafür haben wir die Schublade, die unten ist, noch belassen. Die ist übrigens auch sehr praktisch, weil die sehr, sehr tief ist. Also die geht noch wesentlich weiter raus, weil das ist ja im unteren Bereich vom Kastenwagen immer die größte Tiefe. Dann haben wir da drüber eingebaut einen Kompressorkühlschrank. Ist mir persönlich sehr wichtig. Wir haben in den letzten Jahren mit extrem heißen Sommern Mietmobile gehabt, weil wir mit dem Viano Marco Polo ja zu 5 nicht mehr fahren konnten. Und da waren Absorberkühlschränke drin und wir haben regelmäßig verdorbene Lebensmittel gehabt, weil die Absorber das nicht geschafft haben, bei 39 Grad Außentemperatur noch auf Temperaturen runterzukühlen, die die Lebensmittel frisch halten. Und deshalb Kompressor. Und der hat 109 Liter, wenn ich mich recht erinnere, oder 107,5 Liter, so war es. Das Tiefkühlfach ist 9 Liter. Und das ist ein guter Kompromiss. Natürlich ist mehr Platz immer besser. Es gibt zum Beispiel auch einen 140 Liter
Variante. Nur dann würde natürlich der Platz hier fehlen, um das Zweite, was uns auch noch wichtig war, noch zusätzlich mit einzubauen. Wir haben nämlich hier einen Backofen, der gleichzeitig auch noch eine Mikrowelle enthält und uns frische Brötchen, einen Kuchen oder eine knackige, krossgebratene, gebackene Pizza ermöglicht. Und das ist super praktisch, vor allem weil wir auch bei den Kindern teilweise noch Babynahrung warm machen müssen und das in 1 Minute 20 dann warm ist. Das ist also extrem praktisch und spart dann auch Zeit und vor allem auch Gas und umständliches Warten, bis dann die Nahrung warm ist. Und weil der Ofen natürlich eine gewisse Hitzeentwicklung hat, habe ich noch ein kleines Gimmick eingebaut. Ich habe hinten einen Ventilator in die Seitenwand eingesetzt, der eigentlich aus dem PC-Bereich kommt und der dann wiederum angeschlossen ist an eine Temperatursonde, die ich mir dort angebracht habe. Und wenn man mal hier im Schrank rechts hinten nachschaut, ist da die Regelung für die Temperatursonde über dem Backofen ist immer noch offen, das heißt, die Luft kann zirkulieren. Wir haben auch 4 cm Platz noch von diesem Schieberegal nach hinten, sodass die Luft da durchpasst. Und trotzdem ist das extrem praktisch, weil wir haben hier 2 Dinge gelöst. Wir haben eine Ablage für die sonst immer problematische Frage, wo kommen Tabletts und sowas hin? Oder hier in dem Falle, das ist ja eine entsprechende Ablage für Geschirr. Wenn ich abgewaschen habe, kann ich das aufklappen. Und dann kann ich das hier hinstellen und dann fehlt mir der Platz nicht irgendwo anders. Bei so vielen elektrischen Verbrauchern muss die Stromversorgung sicherlich deutlich überarbeitet werden, oder? Das ist so. Die 220 Ampere-Stunden Lithium-Batterien, die wir drin haben, haben nicht nur eine entsprechend hohe Kapazität, sondern sie sind auch, weil es lithiumtechnisch ja möglich ist, die bis zu 80-90% zu entladen. Wir können 180 bis 200 Ampere-Stunden entnehmen. Das ist dann ungefähr das Doppelte von entsprechenden AGM-Batterien, wenn man dort 2 einbaut. Und die werden versorgt vor 240 Watt Solar auf dem Dach und zusätzlich noch eine Solartasche, die man parallel anschließen kann mit 100 Watt, die wir dann auch mal in die Sonne legen können, wenn die Enterprise im Schatten steht. Und dadurch haben wir trotzdem eine relativ hohe Autarkie. Über das Infopanel ist das alles einsehbar, auch am Smartphone. Weitere 1600 Watt sind wechselgerichtet, also auch ohne Landstrom an allen Steckdosen, insbesondere den 7 für uns individuell platzierten, entnehmbar. Sie befinden sich auch an Stellen wie der Heckgarage, beispielsweise im Bad oder im Tresor, um dort den sicher verstauten Laptop zu laden. Stichwort Tresor. Wie wird sonst das gesamte Fahrzeug von euch gesichert? Ja, wir haben nicht nur den Tresor unter dem Beifahrersitz, sondern wir haben auch die Vipro samt Stilllegung. Sämtliche Fenster und sogar die Fahrräder sind dort eingebunden. Wir haben natürlich auch den Gaswarner entsprechend installiert. Zudem schrecken die Heo Solution Sicherungen von außen rein optisch und mechanisch ab. Und dann gibt es noch den Prickstop in den Vordertüren, der verhindert, dass man die Schlösser so einfach knacken kann. Zu sichern gibt es auch noch Entertainment-Elektronik, wie da sind die SAT-Anlage mit Beamer, übrigens von beiden Seiten einsehbar. Und einen LTE-Router sowie Navitainer und eine 360° CMOS-Rundum-Kamera. Bei so viel Ausstattung drinnen setzt ihr euch sicherlich kaum vors Auto, nutzt die Markise oder jetzt diese beleuchtete Regenrinne, oder? Draußen ist schon besser, zumal wir zu 5 reisen und daher den Zusatzsitz eingebaut haben. Aber weil wir jederzeit und maximal flexibel los wollen, Stichwort Multi-Option, ist winterfest, autark und dennoch kompakt für uns das hohe Ziel. Okay. Mit solch einem Projekt bist du als Multi-Optionist bestimmt nie fertig. Jetzt zeig uns vielleicht noch mal ein paar kleine Gimmicks und dann erzähl was über die nächsten Pläne zum Weiterausbau. Ja, okay. Also die Gesamtliste umfasst ja ungefähr 150 Positionen. Die muss sich teilweise immer noch ergänzen. Es gibt kleine, wie die Möglichkeit, die Abdeckbretter in der Küche zu Regalen umzubauen, indem man sie in Klemmbretter einsteckt. Oder die eingebaute Wasserkiste unterm Unterschrank oder die italienische Kaffeemaschine im Schrank, inklusive Steckdose im Schrank. Das sind so Kleinigkeiten. Größer sind die Pläne zur erweiterten Wasserversorgung. Da werden wir haben 190 Liter Wasser, unter anderem durch einen Wassertank, der noch Unterboden eingebaut wird und auch noch eine BioLite UV-Desinfektion enthält, sodass man auch eine maximale Hygiene hat.
Ich sehe hier, das Thema Luftfederung ist durch euch noch gelöst worden mit der Auflastung gemeinsam. Ich sehe so kleine Gimmicks wie eine Waschmaschine. Ich sehe Möglichkeiten im Bad nicht nur einen Abfalleimer zu haben, sondern hier sehe ich eine komplette Wäscheleine. Hier sehe ich einen Staubsauger. Es ist schon gigantisch, was ihr dort gemacht habt. Unterm Tisch hier speziell für mit Warmluft versorgte, vielleicht nasse Schuhe, die man trocknen kann. Im vorderen Bereich speziell durch euch angebrachten Getränkehalter. Ich glaube, was schön ist von der Grundüberlegung her, ist die Philosophie des Doppelnutzens. Denn all das, was du aufgezählt hast und viele weitere Positionen, die wir im Fahrzeug sehen können, von vorne bis hinten, sind nur möglich in so einem kleinen Fahrzeug. Im Grunde genommen ist es ja ein kleines Fahrzeug, wenn man das mal vergleicht mit den großen Alkoven-Wohnmobilen ab 7 Meter, 8 Meter, 9 Meter, auch 10 Meter Länge, alles kein Problem. Wir haben fast die Möglichkeiten dieser großen Fahrzeuge verbaut, weil wir fast alles doppelt nutzen. Also wir haben in ganz vielen Bereichen umgesetzt die Möglichkeit, 2 Dinge gleichzeitig zu tun mit einem Gerät oder eben kleine Plätze wie zum Beispiel unter dem Rundschrank noch Flaschen zu verstauen, weil der Platz dafür einfach da ist. Und das ermöglicht diese ganzen kombinierten, sagen wir mal, Luxuseinbauten auch umzusetzen auf so kleinem Raum. Das führt uns jetzt eigentlich schon viel zu weit. Jetzt lass uns gerade mal den Kassensturz machen. Insgesamt sind hier welche Werte verbaut und was bringt eigentlich jetzt der Campervan in der Summe auf die Waage? Den Eigenaufwand darf man natürlich nicht rechnen, insbesondere die Planungs- und Recherchezeit, aber auch die Einbauzeit für die Montagen der zusätzlichen Einbauten. Die Einzelwerte samt Montage, die sind hier summiert. Die Gewichtsberechnung ist nicht nur theoretisch, sondern ich war auch wirklich auf der Waage, nämlich bei der Auflastung oder vor der Auflastung. Und die ist absolut erforderlich, weil man kommt ohne Personen, ohne Passagiere schon ungefähr auf die maximal zulässigen 3,5 Tonnen original und erst nach der Auflastung wird dann bei unserem Fahrzeug erst die Zuladung möglich. Gut, jetzt könnten wir stundenlang weiterreden und das haben wir eben auch getan, aber eben nicht in diesem Video, sondern separat bei Purcell Online findet ihr einen kompletten Bericht darüber, was jedes einzelne Detail und auch jedes Gimmick, was der Ingmar gebaut hat. Und ihr findet hier oben unter der Einblendung eben das zweite, nicht veröffentlichte Video hier und speziell für Leute von Purcell Online geben wir eben auch Zugang zu weiteren Informationen. Die Auslegungsberatung für solch individuelle Kastenwagen ist eben was mit relativ viel Aufwand verbunden ist und auf Wunsch ziehen wir da sogar den Ingmar mit dazu. Wir machen also so eine kleine persönliche Video-Consulting-Schalte mit Ingmar übers Internet. Klaus verlinkt auch gerne meinen Kanal, den Man4Five Live, der dann auch einzelne Projekte aus dem Ausbau und Umbau vorstellen wird im Detail und auch weitere Tipps geben wird, wie man zu 5 in einem solchen Fahrzeug reisen kann und trotzdem komfortabel unterwegs ist. Okay, also wenn euch das Ganze interessiert, bleibt einfach dran, klickt oben und dann sehen wir weiter. Danke. Vielen Dank.